Hallo Chantal, schön, dass du dir wieder Zeit nimmst, mit uns weiterzugehen in der Serie noch Fragen zum Thema rituelle Gewalt. Heute geht es um den Unterschied zwischen Schizophrenie und der dissoziativen Identitätsstörung, kurz DIS genannt. Was sind ganz wesentliche Unterschiede? Schizophrenie ist ja bekannt als Ich-Störung, begleitet von Halluzinationen, Wahnvorstellungen, Verfolgungswahn, irgendwelche Denkstörungen, einfach unlogische Dinge. Und du persönlich kennst ja das, wirklich hast es ja erlebt oder erlebst es auch. Und wir möchten gern von dir hören, wie du das Ganze siehst. Nicht rein psychologisch jetzt, wir brauchen jetzt keinen psychologischen Vortrag. Nur dazu kommt, dass du eben selber 6 Jahre als psychologische Betreuerin gearbeitet hast und von daher die Situation bei anderen sehr wohl kennst auch. Das ist richtig, ja. Ja, wie du schon gesagt hast, wir machen jetzt hier keinen psychologischen Vortrag. Dennoch möchte ich 2 Sachen ganz kurz erklären. Und zwar möchte ich die Ursache von Schizophrenie und die Ursache von dissoziativer Identitätsstörung kurz erklären, weil das total, ganz was anderes ist. Bei der Schizophrenie, es gibt ja verschiedene Formen von Schizophrenie. Und das ist auch noch nicht fertig abgeklärt, warum das eine Schizophrenie entsteht. Wir wissen ja, dass es familiär sein kann, also wenn Eltern oder einen Elternteil das gehabt hat, dass es einen gewissen Prozentsatz von den Kindern auch hat, aber ganz genau warum wissen wir das nicht. Und es hat mit abnormaler Funktion zu tun im Gehirn, und zwar von den Neurotransmittern, die nicht richtig arbeiten. Und das kann man auch feststellen, weil das sind so Schrumpfungen im Gehirn, wo man so feststellen kann. Also es hat eigentlich, nicht eigentlich, sondern es hat eine anatomische Ursache. Und bei der dissoziativen Identitätsstörungen ist es ja nicht etwas, was einfach so sich verändert im Gehirn einfach so, sondern es hat damit zu tun, dass wirklich die Persönlichkeitsstruktur einer Person aufgesplittet wird und das durch Traumas, die immer und immer wieder passieren. Und das ist eigentlich keine Krankheit, sondern es ist eine Überlebensstrategie des Gedächtnisses. Des Gedächtnisses des Hirns. Es ist nicht angelegt, es entwickelt sich aufgrund von Traumas. Das ist ein wichtiger Unterschied, finde ich, zum Wissen, wenn wir darüber reden. Ja, genau. Und du hast gesagt, ich habe tatsächlich ein paar Jahre auch mit solchen Menschen arbeiten dürfen. Das war für mich ganz, ganz eine schöne Erfahrung, weil das auch sehr feinfühlige Menschen sind. Und durch das, dass ich selber unter dissoziativer Identitätsstörung leide, kann ich da ein wenig vergleichen. Also einerseits war ich Betreuerin von auch schizophrenen Patienten. Ich habe auch in der Psychiatrie ausgeholfen als Pflegefachfrau. Und einerseits aber leide ich selber unter dissoziativer Identitätsstörung. Und jetzt bin ich gespannt auf deine Fragen. Ja, unter Schizophrenie können wir uns, ja, jeder hat vielleicht irgendwo eine Beziehung oder jemanden Bekannten oder hat schon mal erlebt, wenn jemand eine Psychose hat, der einfach so realitätsfremd war. Ob jemand mit einer dissoziativen Identitätsstörung erkennt, ist eben fraglich, beziehungsweise ob er es so wahrgenommen hat. Und zwar deswegen, weil Schizophrenie, also diese
Abnormalität, wo man also schnell merkt, wo jemand sagt, ich bin hier ich sage jetzt mal, ich rette jetzt die Welt dann gleich oder irgendwas, weiß ja jeder, das kann ja nicht stimmen. Aber bei der DIS stellt sich das ja total anders dar. Also wird er nicht als abnormal wahrgenommen. Ja, es kommt drauf an, von wem. Also wir haben ja jetzt dieses Thema, weil ja eben oft diesen Betroffenen von ritueller Gewalt gesagt wird, ach, du hast doch einfach nur Schizophrenie. Also von diesen Menschen, die das abstreiten. Das ist doch einfach schizophren, was du da sagst, und das kann nicht sein, das ist überhaupt nicht logisch und so. Ich rede ja auch von Dingen, die viele Menschen nicht gesehen haben bisher und nicht erlebt haben und die sie sich überhaupt nicht vorstellen können. Und das ist bei den Menschen, die an Schizophrenie erkrankt sind, ja auch so. Aber es gibt markante Unterschiede. Und der markanteste Unterschied ist, dass ein Patient, der an Schizophrenie erkrankt ist, der behauptet das. Also du kannst mit ihm irgendwo in einem Park auf einer Bank sitzen und dann hat er vielleicht Halluzinationen und dann kann er dir sagen, okay, siehst du, da vor uns ist ein rosaroter Elefant. Und du siehst diesen rosaroten Elefant nicht, aber er behauptet das, weil er ihn sieht, dass hier jetzt direkt vor uns ein rosaroten Elefant ist. Und was markant ist, dass er sich nicht in Frage stellt. Auch wenn ich dann oder eine Person, die keine Schizophrenie sagt, nee, ich sehe diesen rosaroten Elefant nicht, dann kommt er nicht auf die Idee, könnte das sein, dass ich halluziniere oder könnte das sein, dass ich an Schizophrenie leide? Diese Frage stellt dieser Mensch sich nicht. Warum? Weil er eben daran erkrankt ist, weil er das eben gar nicht kann aufgrund seiner Erkrankung. Und bei der DIS hat man diese Fähigkeit, sich in Frage zu stellen. Also wenn Erinnerungen so bizarre Erinnerungen hochkommen von Vergewaltigung oder auch von Verfolgung oder solche Sachen, dann fragt man sich, kann das überhaupt sein, dass das stimmt, was ich jetzt da gerade erzähle? Und das ist ein markanter Unterschied. Und natürlich, ich behaupte ja auch, dass es das gibt. Und ich beschreibe ja diese Bilder auch von dieser rituellen Gewalt, die ich erlebt habe und wo andere nicht gesehen habe. Aber wo diese Erinnerungen gekommen sind und ich ja zuerst das ja jahrelang verdrängt hatte, da habe ich mich in Frage gestellt zuerst. Und ich kenne, also durch das Band, durch alle Betroffene, die ich jetzt kenne, die stellen sich in Frage. Und die fragen sich, ist das überhaupt möglich? So schlimme Sachen gibt es das überhaupt? Und es ist so ein ganz großes Merkmal. Ja, und dann gibt es aber noch andere Merkmale. Und zwar sind es die Stimmen. Also wenn man an einer DIS leidet, kann es tatsächlich auch vorkommen, dass man eine Art Stimmen hört. Oder oder man mal irgendwie einen Lärm wahrnimmt und andere Menschen nehmen das nicht wahr. Und das ist ja bei den schizophrenen Patienten auch so. Aber bei den schizophrenen Patienten ist das so, dass das Stimmen sind, die von außen herkommen. Die wirken so auf sie ein. Ich habe mal einen Kurs gemacht über Schizophrenie, also eine Weiterbildung, und dann mussten wir eine Übung machen und da musste sich ein Teilnehmer von diesem Seminar auf einen Stuhl setzen und alle anderen Seminarteilnehmer rund um ihn herum und auf ihn einreden. Und zwar mit negativen Sachen, weil diese Stimmen, die schizophrenen Patienten wahrnehmen, die sind negativ. Das sind Befehlsstimme, das sind Stimmen, die gemein sind, die ihnen sagen, du bist nichts wert, du kannst nichts und so weiter. Und dann
mussten wir auf diese Person auf dem Stuhl sitzend einfach so ganz einreden. So 12 Leute, ja, also die um einen gestanden haben. Und das war eine ganz krasse Erfahrung, also wirklich, das hat man fast nicht ausgehalten. Und bei der dissoziativen Identitätsstörung sind es Stimmen, die innen sind, weil es sind ja die eigenen Stimmen. Es sind ja die Persönlichkeitsanteile, die gebildet wurden von den Tätern oder die man selber gebildet hat, die so quasi so ja, Ein Eigenleben führen. ein eigenes Leben führen, ja, so aufgespalten sind. Und es fühlt sich so an, als würden zum Beispiel 20 Menschen, die in einem wohnen, miteinander reden. Also 20 Ichs, die miteinander reden und vielleicht mal streiten und etwas ausdiskutieren und ganz verschiedene Gedanken haben. Also es kann als Stimme, es kann laut wahrgenommen werden, das kann aber als Gedanken wahrgenommen werden. Das ist so, das wird unterschiedlich erlebt. Und das ist natürlich das Merkmal, das ist natürlich ganz unterschiedlich zur Schizophrenie. Ja. Würdest du sagen, dass diese unterschiedlichen Persönlichkeiten, in die man dann mehr oder weniger hineingerät, würdest du sagen, dass diese Persönlichkeiten in sich funktionierende Einheiten sind? Nur jetzt im Gegensatz zur Schizophrenie, weil da funktioniert ja die Einheit nicht. Die reagiert ja abnormal und blödsinnig irgendwie. Ja, man kann es ja nicht, der rosa Elefant, der ist ja nicht da. Würdest du sagen, diese Persönlichkeiten sind in sich ein geschlossenes, aber eben funktionierendes System? Genau, so kann man das sagen, oder? Bei der Schizophrenie sind es ja nicht Persönlichkeitsanteile, die sich aufgespalten haben, aber bei der DIS eben schon. Und das wurde ja auch zum Teil extra von den Tätern so programmiert, dass eben, man muss sich das vorstellen, als würden verschiedene Menschen eigentlich miteinander leben, wie in einer WG zusammenleben. Und jeder von diesen Ich-Zuständen hat eine Funktion. Und so kann das sein, dass ein Persönlichkeitsanteil einfach nur traurig ist. Und der kennt dann einfach nur die Trauer. Der weiß gar nicht, dass es vielleicht noch Freude oder so gibt. Und dieser ich nenne jetzt diesen Anteil, die Trauer zum Beispiel, die Trauer handelt dann aus der Trauer heraus und hat eigene Gedanken der Trauer und eigene Handlungen der Trauer. Und dann gibt es auch andere Persönlichkeitsanteile, die einfach gelernt haben, in ihrem Anteil, in ihrer Aufgabe so selbstständig zu handeln, zu denken, zu fühlen. Gewisse können mehr, andere können weniger. Ja, das kommt an wenn ich auf das System drauf an, dass das innerlich auch angelegt wird. Und die sind dann wie eigenständig. Und was ganz wichtig ist, die wissen, also solange keine Einheit stattgefunden hat oder man das sich nicht kennengelernt hat, auch im Rahmen von einer Therapie oder so, die wissen voneinander nichts. Also die sind getrennt von einer Membrane der Amnesie. Also Amnesie heißt ja Gedächtnisverlust. Also dann kann man handeln. Also man hört ja Geschichten zum Beispiel von einem Persönlichkeitsanteil, der ist irgendwie shoppen gegangen und der hat irgendwann ein Kleid gekauft und kommt nach Hause und hängt es in den Schrank auf und am nächsten Tag oder eine Stunde später kommt ein anderer Persönlichkeitsanteil, öffnet den Schrank, sieht dieses Kleidungsstück und erinnert sich überhaupt nicht, das irgendwo und irgendwann gekauft zu haben und wundert sich, was macht jetzt das in meinem Schrank? Und das waren verschiedene Persönlichkeitsanteile, die eben selbstständig gehandelt haben. Und das ist bei einem schizophrenen Patienten nicht der Fall. Das eigenständige Handeln und dann diese Barrieren der Amnesie. Und es funktioniert ja alles, weil der Verkäufer hat ihm ja ganz normal
das Kleid, also hat ihr das Kleid gegeben und überhaupt nichts festgestellt, dass da irgendwas unnormal wäre. Ja, genau, genau. Und ich meine, auch eine Strategie der Täter auch, die ja dies erzeugen, ist ja, dass man nach vorne, nach außen gesehen, also als Alltagspersönlichkeit, einfach möglichst nichts auffällt. Also da gehen die Menschen, das war ja auch bei mir so, ich bin jahrelang zur Arbeit gegangen, ich habe Schulen besucht und alles, also es ist nie jemandem irgendwie was aufgefallen. Natürlich war ich auch mal traurig wie jeder andere auch oder so, aber es war nicht, es hat sich innerlich abgespielt, das meiste. Und dieser Persönlichkeitsanteil, dieser Alltagspersönlichkeitsanteil war eigentlich immer vorne, das ist der in die Schule gegangen ist und der Ausbildungen gemacht hat und so. Und das ist so ganz wichtig, so quasi als Deckmantel. Und so funktioniert das ganze System dann. Wobei hier auch wieder deutlich wird, dass das ja keine kranke Person oder Persönlichkeitsanteil ist, sondern für die Umwelt als normal wirkende Persönlichkeit. Es wird niemand was merken eben, wie du sagst. Nein, meistens. Also oft, sehr oft merkt man eigentlich kaum etwas. Vielleicht würde es merken, wenn er später, wenn er mal mit einem anderen Persönlichkeitsanteil zu tun hat und sagt, hey, gestern warst du ja ganz anders. Ja, genau. Was ist denn mit dir los? Bist du jetzt ganz verwandelt? Ja, genau, ja. Aber auch das muss ja nicht unbedingt auf eine Dis hinweisen. Also es ist wirklich, um eine Dis zu erkennen, offenbar sehr, sehr schwierig und dass das auch wirklich jahrelang eben gar nicht erkannt wird. Weil eine Dis-Persönlichkeit, also wenn sie in ihrem Ich-Zustand, also in einem Ich-Zustand gerade ist und in diesem Zustand auch gerade redet, jetzt zum Beispiel in der Alltagspersönlichkeit, dann redet sie ja ganz normal. Eben. Also, und wenn aber ein Schizophrenie-Patient redet, naja gut, es kommt darauf an, welche Schizophrenie genau, aber dann ist es, bei vielen ist es auch oft so, dass sie zwar jedes Wort kennen, aber die Reihenfolge ist so durcheinander, dass man eigentlich überhaupt nicht erkennt, was der Mensch gerade sagt. Also man versteht jedes Wort, aber man versteht den Satz nicht. Und das ist bei einer Dispersönlichkeit so nicht, es sei denn, es kommt ein anderer Zustand hervor. Also zum Beispiel, ich bin jetzt 50 Jahre alt und ich rede jetzt in meinem Alltagspersönlichkeit und wenn jetzt zum Beispiel plötzlich ein kindlicher Anteil, 7-jähriges Mädchen, plötzlich nach vorne kommt und redet, dann würdest du mich auch so wahrnehmen, als würde ich wie ein 7-jähriges Mädchen reden. Na? Also das ist bei mir jetzt nicht mehr der Fall, weil ich habe sehr viel an mir arbeiten dürfen, aber so einfach als Beispiel und dass man das ein wenig versteht. Du hattest vorher im Vorgespräch noch die Geschichte mit dem Abend, wie du den Abend verbringst, wenn dich jemand fragt. Magst du das mal nochmal erzählen? Ja, genau. Das, also als Beispiel, was da so abgehen kann, so innerlich mit den verschiedenen Stimmen, wenn man an einer Dis leidet. Also ich hatte mal einen Abend gehabt, da ging es mir nicht so gut. Und eine Freundin von mir hat das wahrgenommen. Und dann hat sie mich angerufen und gesagt, du, soll ich dich heute Abend so ein kleines Stündchen besuchen kommen, können wir ein wenig plaudern und so. Und dann hat es bei mir angefangen. Diese Frage war für mich total schwierig. Ich war nicht fähig zu antworten, zu sagen, will ich jetzt das oder will ich das nicht, sondern das hat dann das hat das innere Diskutieren angefangen. Da war so die Frau, der es nicht so gut ging, die gerne ja gesagt hätte, komm doch vorbei, ich trinke gerne mit dir ein Gläschen Wein und so und erzähle dir, das ist total lieb, dass du kommst. Dann war aber das kleine Mädchen in mir, das einfach total müde war und das abends eigentlich ins Bett muss und nicht noch lange wach ist. Das wollte eigentlich lieber ins Bett.
Dann war ein anderer Persönlichkeitsanteil, der eigentlich jetzt, weil es ihm eben nicht so gut geht, lieber irgendwie ins Pyjama anziehen würde und nicht noch Besuch empfangen. Und so waren das ganz verschiedene Stimmen, die sich da, oder ja, Anteile, halt Persönlichkeitsanteile, die angefangen haben, miteinander zu diskutieren. Und hin und her und hin und her und hin und her. Und das kann manchmal ganz lange gehen. Man muss man sich vorstellen, das sind vielleicht 20 Leute, so als Bild, oder? Die an einem gemeinsamen Tisch sitzen müssen und die sind, ja, die einen sind erwachsen, die anderen sind Kind. Dann gibt es vielleicht noch Leute, die haben eine verschiedene Religion, also die einen trinken Wein, die anderen trinken kein Wein zum Beispiel. Und vielleicht gibt es sogar noch verschiedene Geschlechter oder verschiedene Kulturen. Und dieser kunterbunter ja, Persönlichkeitsanteile müssen jetzt gemeinsam eine Entscheidung treffen. Und das kann eine extreme Herausforderung sein. Und da denke ich, die Herausforderung ist viel größer als bei einer Person, die eben nicht unter dies leidet. Wobei mir das ja schon fast ein Fortschritt erscheint, wenn die schon mal miteinander reden. Genau, das ist ja das Ziel. Also das Ziel ist ja, dass die Persönlichkeitsanteile sich kennenlernen, miteinander einen Umgang finden, ja, dass die Dinge auch, also dass man auch die Kontrolle hat, so über alle Anteile. Und ja, und für mich ist es dann, also das ist jetzt mein Ziel, ist dann auch Integration, dass da schlussendlich wirklich auch die totale Heilung eigentlich stattfinden kann und dass dies nicht mehr ist. Ja. Da sind die Meinungen auch unter Fachtherapeuten ganz verschieden. Also die einen sagen, dass wenn man eine Dies entwickelt hat, dass das auch das Leben lang bleibt. Andere sagen, es muss nicht. Dann gibt es auch Betroffene, die das auch eigentlich gar nicht wollen, die einfach, wo es okay ist, auch wenn sich die Anteile untereinander kennen und so eigentlich den Weg finden. Und dann gibt es aber Betroffene, die eigentlich das anstreben, dass die totale Integration ist. Aber du würdest jetzt sagen, die Integration ist auf alle Fälle ein Ziel, die das Leben also wesentlich einfacher macht. Also du kennst ja auch einen Unterschied, und das ist auch nochmal ein Unterschied zur Schizophrenie, dass es eben einen Prozess gibt, einen Prozess der Heilung, einen Prozess der Veränderung. Absolut, ja. Also diese Zeit, wo ich ja gar nicht wusste, was eigentlich los war. Und dann kam diese Zeit, wo ich bemerkt habe, dass ich ja verschiedene Ich-Zustände habe. Und dann kam die Zeit, wo ich angefangen habe, damit zu arbeiten, das auch wahrzunehmen und langsam zu integrieren. Also das ist ein Prozess, und das ist ein Prozess, den man gehen kann und der für mich persönlich jetzt auch anstrebenswert ist. Und ich glaube das auch wirklich, dass ich persönlich glaube, dass das Integration möglich ist, weil ich vertrete die Meinung, dass bei einer dissoziativen Identitätsstörung eigentlich so wie die Seele geteilt wurde. Also dass das auch ein Ziel ist, der Täter so die Seele zu spalten, aber dass eigentlich der Kern, der Geist eigentlich, könnte man da sagen, dass der Geist, an den konnten sie nicht verletzen, den konnten sie nicht rangehen. Allerdings konnte der dann nicht wachsen und sich entfalten und so, ja, eben durch all diese Traumas. Aber der Geist ist noch da, und ich glaube daran, dass es möglich ist, auch diesen inneren Kern, ja, diese Identität, die nicht wachsen konnte, zu finden, und dass da dann die Anteile da auch in diesen Kern integriert werden können, wenn dieser Kern auch genug stabil ist. Vielen Dank, Chantal. Das ist eine große Ermutigung, bestimmt auch für die ein oder andere oder den ein oder anderen Betroffenen, der das hört, dass Heilung möglich ist,
dass es Veränderung gibt, dass es auch Integration gibt und dass das dir persönlich viel gibt oder dein Leben wirklich wieder reich und froh gemacht hat. Kann man das so sagen? Kann man so sagen, ja. Ich danke dir.